An einem ruhigen Nachmittag am Fluss gingen die Leopardenmutter und ihr Baby gemächlich hinaus, um eine Quelle mit kühlem, klarem Wasser zu finden. Aus dem dichten Schilf tauchte eine riesige Python auf und glitt mit eindringlichen, kalten Augen hervor. Das Junge blieb stehen, schmiegte sich eng an den Bauch seiner Mutter und seine runden Augen zitterten, als es das riesige Wesen vor sich ansah. Die Leopardenmutter knurrte warnend und ihr Fell stand zu Berge, entschlossen, ihr kleines Junges zu beschützen. Die Python stürzte sich nach vorne und schlang ihre schweren Muskeln fest um die Leopardenmutter. Sie drückte so fest zu, dass sie kaum noch atmen konnte. Das Brüllen hallte wieder und verstummte dann, der Atem der Mutter wurde allmählich schwächer, ihr Körper zitterte hilflos. Das Junge stürzte sich nach vorne, um zu kratzen, doch seine kleinen Krallen waren gegen die dicken Schuppen nutzlos. Der Griff der Python wurde fester, was dazu führte, dass die Leopardenmutter zappelte und dann allmählich ohnmächtig wurde und die Augen schloss. Das Junge schrie kläglich, umkreiste seine Mutter und versuchte verzweifelt, sich zu befreien. In diesem grausamen Moment erkannte das Leopardenjunge, dass es nicht stark genug war, um dem Tod zu widerstehen. In seiner Verzweiflung drehte sich das Junge um und rannte über den Rasen, wobei es um Hilfe schrie. Winzige Fußabdrücke, die deutlich in den feuchten Boden eingeprägt sind, führen die zerbrechliche Hoffnung zur Erlösung. Daniel Harris, ein Naturfotograf, saß in seinem Jeep und machte Fotos von den Graslandschaften, als er plötzlich einen seltsamen Schrei hörte. Er blickte auf und sah ein Leopardenjunges auf die Straße rennen. Seine panischen Augen ließen ihm das Herz zusammenzucken. Seine Intuition sagte ihm, dass etwas nicht stimmte, also nahm Daniel sofort seine Kamera und stieg aus dem Auto, um ihm zu folgen. Er folgte den kleinen Fußspuren, ging schnell über das trockene Gras, sein Atem war schnell und angespannt. Als Daniel sich dem Flussufer näherte, war er fassungslos angesichts der schrecklichen Szene, die sich vor seinen Augen abspielte. Die Riesenpython wickelte sich fest um die Leopardenmutter, die Atmung des Leoparden wurde schwächer und das Leopardenbaby weinte kläglich. Daniels Herz zitterte, er griff sofort zum Telefon und rief mit eindringlicher Stimme um Hilfe. Er beschrieb die Situation im Detail und bat sie, sofort zu kommen, bevor es zu spät sei. Der Panther sah Daniel mit wässrigen Augen an, als würde er ihn anflehen, sofort etwas zu tun. In diesem Moment fühlte sich Daniel in die wilde Geschichte von Leben und Tod im wilden Dschungel hineingezogen. Er machte ein paar Fotos, während er geduldig auf das Eintreffen des Rettungsteams wartete. In seinem Herzen schwor er, Mutter und Kind in dieser engen Umarmung nicht elend sterben zu lassen. Als das Telefon klingelte, blieb er neben dem Baby stehen und blickte entschlossen in die Ferne. 30 Minuten später traf das Rettungsteam ein, der Jeep hielt abrupt an und 6 Personen eilten schnell zum Flussufer. Sie brachten Eisenstangen und scharfe Messer mit und stürmten direkt auf die Riesenpython zu, die die Leopardenmutter bedrängte. Ein Runner versuchte, den Ring mit einem Stock aufzubrechen, doch seine Muskelkraft machte es unmöglich. Ein anderer schwang sein Messer leicht, aber die dicken Schuppen hinterließen nur einen Kratzer. Die Zeit verging schnell, der Atem der Leopardenmutter war schwach, das Leopardenbaby schrie, die Luft war voller Spannung. Der Teamleiter ordnete einen Stopp an und holte eine spezielle Schaumflasche hervor, die gerade für besondere Situationen entwickelt wurde. Sprühen Sie es auf den Leoparden und die Python, dann lassen Sie es frei, rief er mit entschlossener Stimme. Sofort sprühten 3 Personen gleichzeitig dicken weißen Schaum auf die Python und die Leopardenmutter. Die Python zischte, ihr Körper wand sich heftig, und die Taubheit lockerte allmählich ihren Griff. 10 angespannte Minuten vergingen, und schließlich entglitt der Körper der Leopardenmutter dem schrecklichen Griff. Die Python rollte sich zusammen, kroch langsam zurück ins Gras und verschwand mit zitterndem, schwerem Körper. Das Rettungsteam hielt Abstand und ließ das Tier im Wald verschwinden, um weitere Verletzungen zu vermeiden. Die Leopardenmutter lag regungslos auf dem Boden, weißer Schaum klebte noch an ihrem Fell, ihr Atem war schwach und schwach. Das Junge rannte zu seiner Mutter, kuschelte sich an sie und weinte leise, aber glücklicherweise war sie noch am Leben.
Daniel atmete aus, Tränen liefen ihm über die Wangen, im Wissen, dass der entscheidende Moment ihm das Leben gerettet hatte. Sobald die Python weg war, konzentrierte sich das Rettungsteam sofort auf die Rettung der Leopardenmutter. Einer prüfte den Puls an seinem Hals und nickte leicht, noch da, aber sehr schwach. Sie injizierten ihm schnell ein Herzstimulans und legten ihm eine direkte Infusion, um ihn vorübergehend zu stabilisieren. Ein Ranger wischte den Schaum vom Körper der Leopardenmutter mit einem Handtuch ab, sodass der Tierarzt ihn leichter behandeln konnte. Die Blutergüsse waren dick, insbesondere am Bauch und an der Brust, und wiesen Anzeichen einer starken Quetschung auf. Das tragbare Messgerät war angeschlossen und sein stetiges Piepen entspannte die Gruppe. Daniel umklammerte seine Kamera fest, hatte aber keine Lust, weitere Bilder zu machen, und betete nur, dass der Leopard überleben würde. 2 Personen breiteten eine spezielle Trage aus und legten die Mutter vorsichtig darauf, um weitere Verletzungen zu vermeiden. Das Junge rannte mit panischen Augen umher, leise Schreie hallten über das Flussufer. Ein Ranger beugte sich hinunter, legte sanft seine Hand in die Nähe des Jungen und beruhigte es mit tiefer, warmer Stimme. »Wir werden Ihre Mutter retten, hab keine Angst«, sagte er und blickte das kleine Wesen sanft an. Der Jeep fuhr los und brachte die Leopardenmutter zu einem nahegelegenen Veterinärzentrum. Daniel stieg ebenfalls ins Auto und folgte ihr. Der Weg ist holprig, aber jedermanns Herz ist nur auf die zerbrechliche Hoffnung gerichtet, die vor ihm liegt. Der Weg der Heilung liegt vor uns, aber zumindest wurde der Tod vorübergehend aufgeschoben. Im Veterinärzimmer wird die Leopardenmutter auf einen Operationstisch gelegt, umgeben von modernen Geräten. Der Tierarzt und sein Assistent überprüften schnell die Herzfrequenz, die Lunge sowie die Brust- und Bauchverletzungen. Große Blutergüsse wurden gereinigt, der Arzt spritzte Schmerzmittel und hohe Dosen Antibiotika. Der Monitor piepte gleichmäßiger und Mamas Herz begann, wieder einen regelmäßigen Rhythmus zu finden. Das Junge saß im Käfig in der Nähe, winselte leise und suchte mit den Augen ständig nach seiner Mutter. Der Arzt erlaubte engen Kontakt, damit die beiden eine wichtige Bindung aufrechterhalten konnten. Ein paar Stunden später öffnete die Leopardenmutter leicht ihre Augen und leckte schwach die Füße ihres Babys, was alle vor Rührung sprachlos machte. In diesem Moment erhellte sich der Operationssaal, und man wurde Zeuge, wie mütterliche Liebe die Härte überwand. Die Leopardenmutter schlief allmählich ein, aber ihre Atmung war stabiler, was auf eine Erholung hindeutete. Das Junge lag mit halb geschlossenen Augen neben ihm und fand endlich Frieden. Der Raum war still, aber voller Hoffnung, ein Beweis für die Macht der Menschheit. Ein paar Tage später kehrte Daniel mit einem erleichterten Lächeln und einer Kamera auf der Schulter ins Zentrum zurück. Er sah die Leopardenmutter wach neben ihrem Kind liegen, ihre Augen funkelten vor Überlebensfreude. Das Junge erkannte ihn, näherte sich den Gitterstäben und rief mit leiser Stimme als aufrichtiges Dankeschön. Daniel bückte sich, machte ein paar Fotos und hielt den magischen Moment der Wiederbelebung der Natur fest. Die Ranger schüttelten ihm die Hand und sagten, dass die Mutter und das Leopardenbaby dank des Notrufs gerettet wurden. Bei Einbruch der Dämmerung bedeckt goldenes Licht das gesamte Zentrum, als wolle es den Sieg des Lebens demonstrieren. In Daniels Herzen wird die heutige Geschichte zu einer ewigen Erinnerung an die Verbindung zwischen Menschen und dem wilden Wald. Emily streichelte seinen Kopf und spürte, wie sich die Wärme in ihrer Handfläche ausbreitete. Nach diesem Vorfall verstärkten sich ihre Gefühle für die Kühe in ihrem Herzen. Die Nacht brach herein, der Hof war erfüllt vom sanften Wind und dem gleichmäßigen Atmen der Kühe. Emily stand am Zaun und schaute in den Stall, wo die Mutter und ihre Kühe ruhten. Sie wusste, dass sie morgen wieder auf der Weide sein und ihren gewohnten Tagesablauf fortsetzen würden. Doch die Erinnerung an die heutige Rettung wird Emily Carter für immer im Herzen bleiben. Es ist ein Beweis für die Kraft von Teamwork, Mut und bedingungsloser Liebe. Emily schloss das Scheunentor, holte tief Luft und spürte den Frieden, der sie umhüllte. Im aufgehenden Mondlicht war ihr Lächeln so strahlend, als würde sie dem Himmel für ein perfektes Ende danken.